Warten auf den Präsidenten oder im Osten wenig Neues. Neue Realität, die Umfragen liefern erste Erkenntnisse. Herzlich willkommen zum wöchentlichen Marktupdate. Es wird immer verwirrender und damit steigt die Unsicherheit an den Märkten. Dazu einige Grafiken. Die erste links ist die Stimmung, das Sentiment an den europäischen und US-Aktienmärkten. Wir sind ebenso tief wie vor einem Jahr beim Liberation Day, als die Zölle verkündet wurden. Wir wissen, einige Tage später ging es wieder nach oben, nachdem die Zölle für 90 Tage ausgesetzt wurden. Funktioniert es mit der Straße von Hormuz und dem Irankrieg ähnlich? In der rechten Grafik dazu die Schiffdurchfahrten mit Öl und Gas an Bord. Das wird sich mit kriegerischen Handlungen wohl kaum ändern. Der letzte Stand ist eine Maut von $2 Millionen pro Schiff für die Durchfahrt der Straße, zahlbar an den Iran. Das zeigt Auswirkungen auch auf den Ölpreis in der dritten Grafik. Links seht ihr die Entwicklung der Ölfutures. Vor einem Jahr, das ist die grüne Linie, gab es hier kaum Preisveränderungen über die Terminmärkte. Mit Fortdauer des Konfliktes steigt sowohl links am Spotmarkt wie auch über den Zeitraum von 1,5 Jahren der Preis. Die gelbe Linie ist das aktuelle Pricing. Wie sieht es auf dem Aktienmarkt eigentlich aus? Dazu hatten wir eine spannende Diskussion vor einigen Tagen und die Kollegen haben über die Veränderungen in der Positionierung berichtet. Wir haben 4 Gruppen analysiert. Das sind zum einen die Trendfolger, das ist die kleinste Gruppe. Die Techniker arbeiten regelbasiert und haben bis dato die größten Veränderungen vorgenommen, nämlich verkauft und Cash gebunkert. Als zweites sehen wir die risikoadjustierten. Bei denen gibt es Risikobarometer, wenn die Volatilität ansteigt, wird reduziert. Bis jetzt gab es hier sehr wenig Umschichtungen. Drittes sind Privatinvestoren, Einzeltitel und ETFs sind im Fokus, ebenso wie frühzeitige Chancen. Dadurch sehen wir immer noch kräftige Zuflüsse im dritten Segment. Die vierte Gruppe sind wir, die klassische Vorindustrie. Investitionen erfolgen im Rahmen klarer Prozesse, als Beispiel sei die taktische Asset Allocation genannt, die diese Woche tagt, wie auch in vielen anderen Häusern. Werden die Entscheidungen um den Monatsultimo adaptiert und danach umgesetzt. Strategien wie Step Invest und regelmäßige Sparpläne liefern stabile Zuflüsse im aktuellen Umfeld. Und wie die Investmententscheidungen bei uns ausgefallen sind, könnt ihr im Märkte unter uns in den nächsten Tagen nachlesen. Kommen wir zu den Daten. In dieser Woche werden die ersten Umfragen und Wirtschaftszahlen, die nach Kriegsbeginn ermittelt wurden, veröffentlicht. Zum einen sind es Inflationszahlen, die unisono bedingt durch die Energiepreise im März und April ansteigen werden. Danach soll das Niveau stabil bleiben. Und die 3 vor dem Komma, an die werden wir uns wohl bald gewöhnen. China lieferte die ersten Einkaufsmanager-Daten. Diese hielten sich überraschend über der 50. Vor allem Exporte von alternativen Energieprodukten trugen positiv bei. Die USA sollten hier zumindest besser abschneiden, da Asien und Europa von Energieimporten abhängen. Am Freitag folgt noch der US-Arbeitsmarkt, der nach den letzten schlechten Zahlen diesmal Potenzial zur Verbesserung hat. Somit bleibt mir noch die gute Nachricht zum Schluss. Griechische Aktien sind vom MSCI unter Beobachtung und werden vielleicht bald wieder zu den entwickelten Regionen gehören. Wir wünschen euch ein friedliches Osterfest mit euren Lieben. Bis demnächst. Gesund bleiben. Euer Larry.